Um nochmal so ein bisschen auf die Bands einzugehen, was waren jetzt so im Nachhinein eure persönlichen Highlights? Oh Gott, es gibt so viele. Also ich habe auch viel gesehen diesmal, muss ich sagen. Trotzdem schwer durchzukommen war teilweise. Klar, gut, weil bekannterweise Guns N' Roses ist schon ein Highlight für mich gewesen. Also persönlich eben auch 40 Jahre Jubiläum Guns N' Roses, 34 Jahre Wacken, das passt gut. Und haben auch dementsprechend abgeliefert und haben auch lange gespielt. Aber auch, ich glaube, diese Setlist von Guns N' Roses wird es nie wieder geben, once in a lifetime. Auch diese Länge der Show für ein Festival. Normalerweise, wenn du am Festival spielst, vielleicht 2,5 Maximum, aber hier am Wacken haben wir gesagt, okay, spielt so lange ihr wollt, wir haben Zeit genug. Und haben sie auch gemacht und war, glaube ich, 3 Stunden 40 plus Drohnenshow und so weiter, die war ja auch geil. Und, aber alles mögliche. Gestern Thorsten Sträter getroffen, der war auch total begeistert, eben auch, oder ein Olaf Schubert, also die auch nicht aus dem Genre Heavy Metal kommen, aber eben auch eine Historie aus dem Bereich haben. Olaf Schubert ist ja auch nun begnadeter Musiker aus dem Rockbereich. Also egal was, alle haben gut abgeliefert, alle waren begeistert, dass die hier spielen durften und nur das zählt. The Metal Battle was an absolute highlight. The quality and the level, I think it was unbelievable. I had the chance to see, I name a few, Venezuela, I saw Ireland, I saw Denmark, I saw Mexico, fantastic. So that was mind-blowing. Papa Roach, they were nailing it. Machine Head, definitely when you concentrate on the big stages, but also out there in the field. I watched the whole set of UK Subs, so it's not a secret that I'm a huge fan. So I watched the whole set with my old punk rock friends from Itzehoe and around Wacken in the third row with the fighting boots on and everything. Yes, maybe from Scandinavia, Söhn were great, but a lot of bands, and I missed a lot of bands. But this is what Wacken is about. You walk around, you discover stuff. You can put as many playlists or running orders together. You can be sure it won't happen. You will see something different, and this is what for me is the magic. Holger, Frage an dich. Gefühlt bist du immer so an 3 Orten gleichzeitig, schüttelst hunderten Menschen die Hand. Gibt es so jetzt ein Highlight, ein ganz besonderes, eine Begegnung, an die du dich jetzt gerne schon mal zurückerinnerst? Absolut, Sir Bob Geldof, Ja, great. The Boomtown Rats, ist für mich schon ein Highlight gewesen. Dachte ja 40 Jahre Live Aid, da saßen wir, glaube ich, alle aus so einem Jahrgang vom Fernseher, haben das sich angeguckt. Und das war für mich einfach ein Highlight, weil sowas kriegt man so nicht wieder. Und da zehrt man auch von, weil wenn man seine Inspiration sieht, wie er das damals gemacht hat, deckt sich mit vielen Sachen, die wir auch gemacht haben. Und wenn man dann sieht, wie er dann auch spricht, hier über das Festival, wo er ja, sag ich mal, gefühlt ja nur für die Show, die hier war und das alles schon aufgesaugt hat, was hier abgeht und so weiter und auch dann dementsprechend darüber gesprochen hat, dass wir eben hier geile Fans haben, das hat er sofort geschnallt gehabt, auch eben, was hier abgeht und dann das hilft dann um mehr auch, dass man sagt, okay, wenn Anführungszeichen so eine Person das schon so erzählt, dann können wir nicht so viel falsch gemacht haben. I told Bob I had to miss it, give it a miss, because Parallel was UK Subs. But I watched it on the telecom stream and it's still available. So amazing performance, funny performance. I really loved it. Watched it this morning actually. Bob Geldof was in the 80s an inspiration for us, and it was really nice to meet them. For me, it was even more the tour manager who came up with all the punk rock ideas we could bring to Wacken. That was crazy and funny. Und dann natürlich der Wacken Foundation Area, wo wir natürlich rumgegangen sind und dann eben die ganzen NGOs eben da praktisch dort eben nochmal Hallo gesagt haben, eben von uns aus, von Stark gegen Krebs, Sea Shepherd, DKMS, alles die wichtigen Themen, die mit Gesundheit und auch Socializing zu tun haben, dort eben begrüßen zu dürfen und können, dass sie hier gute Zeit haben, gute Gespräche haben, gute Kontakte haben, auch dementsprechend Spenden auch bekommen haben. Das ist natürlich auch dann geil. All the meetings we had, meeting people, meeting fans. Holger mentioned a lot of the charity stuff, but there was also like Metality, which is a metal network, our Full Metal Army. The guy who played me in the TV screen, he got a thing now called Metal Heals, helping people's charity as well. So Aurel was doing a great piece in
in the foundation area. The whole Wacken Foundation is really kicking off. Really good stuff. So it's about getting people from all over the world together under the flag of metal. Genau, generell alle Begegnungen, die wir hier haben, und mit den Fans, mit den Bands, mit der Crew, egal mit wem, sind wichtig. Und das ist das auch, das kann man gar nicht immer nach vorne heben. Eben auch, dass wir, was wir hier eben erleben, auch wenn wir rumgehen und so weiter, und auch den Zuspruch oder auch natürlich auch mal Kritik, keine Frage, das gehört auch dazu, logisch. Ist nicht alles perfekt, ein Festival ist nie perfekt, gibt's nicht, ein Festival ist auch nie fertig. Aber wichtig sind alle Begegnungen ja auch, die wir hier haben, das aufzusaugen für uns eben auch, wenn wir hier rumlaufen, und das ist eben das Geile, das schaffen wir, das können wir auch noch, und das macht uns auch viel Spaß. It was so touching, all the South Americans from the metal battle and from all over the world. Bulgaria, really nice band from Bulgaria. It was absolutely cool, and meeting a lot of friends from the business. We had so many visitors who weren't performing, agents or who were just passing by, saying hello. Festival colleagues have been here from other big festivals, so sharing the moment. It's great. It was great. Absolutely great. Metalheads gelten ja generell als unglaublich friedlich, und das Festival Wacken ganz besonders. Wie war denn das Feedback von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten? War alles super, wie gesagt, da viel weniger, natürlich auch logischerweise auch entspannter, weil eben natürlich die Wetterlage natürlich auch dementsprechend war. Aber generell haben wir immer das beste friedliche Festival forever, und wir haben die besten Fans der Welt, und genauso haben sich auch alle wieder super benommen, eben auch trotz der schwierigen Lage eben auch von der Wetterseite her, und wir waren alle happy, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, alle, dass eben wenig passiert ist und wie gesagt gar nicht, und wenn, das sind ganz normale Verletzungen, die man eben im ganzen täglichen Betrieb immer hat. Und wie gesagt, wir sind ja immer, aktuell sind wir ja die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein hier, in Wacken hier. Wacken hat normalerweise 2100 Einwohner, jetzt sind es ein paar mehr. Und dementsprechend passiert natürlich auch was, aber das hat mit einer normalen Kleinstadt nichts zu tun, weil hier ist eben so friedlich, so entspannt, dass alle happy sind, dass sie auch gerne herkommen und einen guten Job machen. It came across that it's even more peaceful than older editions, and even the police came with less troops. So this is a strong sign for the trust they have into our organization, into our fans, which is really an honor, makes us proud, because this audience shows how people can live together on this planet. So this is the utopia how it could be, and so nobody can say it's not possible, even if circumstances like weather or whatever are in the way. People can be together, and people can have fun together, and people can solve problems. Talking about the handicapped people, we got them in front of the stages. We made it happen that they could have joy and they could have music. So maybe we need more music on this planet. That would help a lot. And for me, Wacken is always a testament how it could be. Obwohl mir da so ein kleiner Zwischenfall ja doch zu Ohren gekommen ist, nämlich 2 Kühe sind wohl ausgebrochen und hatten vielleicht Bock auf Musik. Geht's den beiden wieder gut? Yeah, there's nothing wrong with cows coming and enjoy some heavy metal. There was even a German doggy, Okay. huge dog, and everybody was shit scared, but it was a friendly dog. Yeah, if it's the right music, if it's the right people, animals are definitely friendly. They have a sense for good and bad.